Herzlich willkommen auf unserem Kanal Good Morning Thailand. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Wir versorgen euch regelmäßig mit interessanten und spannenden Berichten aus unserem Leben hier in Thailand. Viele schöne Orte, die wir besuchen. Und dieses Mal gibt es wieder ein Video mit wichtigen und interessanten News aus Thailand für Thailandreisende. Nach dem Intro geht's los. Aktuelle Milzbrandfälle in Thailand. Wo steckt die Ursache? Was ist zu beachten? In der letzten Zeit, Stand Mai, Juni diesen Jahres, gibt es Berichte über Fälle von Milzbrand, Anthrax in Thailand, die auch einen Todesfall nach über 30 Jahren zur Folge hatten. Milzbrand ist in Thailand nicht weit verbreitet und menschliche Fälle sind sehr selten. Die meisten Fälle traten in der Vergangenheit in Provinzen nahe der Grenze zu Laos und Myanmar auf. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Zoonose, das heißt, die Krankheit wird von Tieren auf den Menschen übertragen, nicht jedoch von Mensch zu Mensch. Es gab mehrere bestätigte Fälle und einen Todesfall in der nordöstlichen Provinz Mukdanan und einen weiteren Fall in der östlichen Grenzprovinz Sa Kaeo. Dies ist der erste Milzbrand-Todesfall in Thailand seit 1994. Alle bestätigten menschlichen Fälle stehen in direktem Zusammenhang mit dem Schlachten und dem Verzehr von rohem oder nicht durchgegartem Rindfleisch von mutmaßlich infizierten Rindern. Die Patienten hatten direkten Kontakt mit dem infizierten Vieh oder konsumierten das Fleisch. Bei den meisten Fällen handelte es sich um Hautmilzbrand, der entsteht, wenn Sporen durch verletzte Haut eindringen. Diese Form ist die häufigste und am wenigsten gefährliche, kann aber ohne Behandlung tödlich verlaufen. Wichtige Hinweise für Reisende in Thailand. Milzbrand ist nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragbar. Das Hauptrisiko besteht im Kontakt mit infizierten Tieren oder dem Verzehr von deren kontaminiertem Fleisch, insbesondere roh oder unzureichend gegart. Daher vermeiden Sie den Verzehr von rohem oder nicht durchgegartem Fleisch, insbesondere in ländlichen Gebieten. Vermeiden Sie den Kontakt mit kranken oder verendeten Tieren. Kaufen Sie Fleisch nur von vertrauenswürdigen Quellen, die die hygienischen Standards einhalten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Risiko für Touristen oder Einwohner, die keinen direkten Berührungspunkte mit der Landwirtschaft oder Schlachtung von Tieren haben, sehr gering. Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha spitzt sich zu. Droht Thailand ein Krieg? Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha, insbesondere um das Gebiet des Preah-Vihear-Tempels, bleibt weiterhin ein sensibles Thema. Jüngste Spannungen im Mai und Juni 2025. Es gab Berichte über Schusswechsel zwischen thailändischen und kambodschanischen Soldaten in einem umstrittenen Grenzgebiet. Dabei kam ein kambodschanischer Soldat ums Leben. Beide Seiten beschuldigten sich gegenseitig, den Schusswechsel begonnen zu haben. Nach den jüngsten Vorfällen haben sich die Militärführer beider Länder getroffen, um eine weitere Eskalation zu verhindern und Deeskalationsmaßnahmen zu vereinbaren. Es wurde auch eine Feuerpause angeordnet. Der Grenzkonflikt um den Preah-Vihear-Tempel und die Grenzziehung zwischen Thailand und Kambodscha schwelt seit Jahrzehnten. Die Grenzlinie wurde 1904 zwischen Siam, das heutige Thailand, und der französischen Kolonialmacht in Kambodscha vereinbart. Eine spätere französische Karte sprach den Tempel Kambodscha zu, was Thailand nie vollständig akzeptierte. Dies führte immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen, insbesondere in den Jahren 2008 und 2011
mit Todesopfern auf beiden Seiten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Situation an der thailändisch-kambodschanischen Grenze zwar aktuell durch Deeskalationsbemühungen gekennzeichnet ist, der zugrunde liegende Konflikt um die Grenzziehung um den Preah-Vihear-Tempel jedoch ungelöst bleibt und immer wieder zu Spannungen führen kann. Diesen lang anhaltenden Grenzkonflikt will Kambodscha möglicherweise vor den Internationalen Gerichtshof tragen. Thailand lehnt dies jedoch seit 1960 strikt ab. Ab 1. Juni 2025 will die Polizei in Thailand hart durchgreifen. Und wer ist willkommener als wir Ausländer beim Bezahlen der Strafe? Deshalb und weil auch Helme schützen, immer den Helm tragen. Und dann kann die Reise losgehen. Aktuelle Situation zum Thema Helmpflicht in Thailand. Die Helmpflicht in Thailand wurde zum 1. Juni 2025 drastisch verschärft und wird seitdem landesweit strenger kontrolliert. Dies ist Teil der neuen Safe Roads Project-Kampagne der thailändischen Regierung, die die Verkehrssicherheit erhöhen und die hohe Zahl der Motorradunfälle reduzieren soll. Uneingeschränkte Helmpflicht für alle. Die Helmpflicht gilt nun uneingeschränkt für Fahrer und Beifahrer von Motorrädern und Motorrollern, unabhängig von der Strecke, dem Alter oder dem Fahrstil. Dies schließt ausdrücklich auch Kinder ein, die einen passenden Kinderhelm tragen müssen. Polizeikontrollen machen keine Ausnahmen für Touristen. Auch wenn in der Vergangenheit die Regeln oft laxer ausgelegt wurden, wird jetzt von allen Verkehrsteilnehmern die Einhaltung der Helmpflicht erwartet. Wer ohne Helm fährt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 2000 Baht rechnen, und tragen sowohl Fahrer als auch Beifahrer keinen Helm, kann sich die Strafe auf bis zu 4000 Baht verdoppeln. Die Polizei führt nun gezielte Kontrollen an Unfall-Hotspots in der Nähe von Schulen und in verkehrsintensiven Gebieten durch. Denn Thailand hat eine der höchsten Raten an tödlichen Verkehrsunfällen weltweit, wobei Motorradfahrer einen Großteil der Opfer ausmachen. Die Regierung erhofft sich von der verschärften Helmpflicht eine deutliche Reduzierung dieser Zahlen. Covid-19-Ausbruch in Thailand. Aktuelle Covid-19-Lage in Thailand. Die Covid-19-Lage in Thailand ist im Juni 2025 durch einen Anstieg der Fallzahlen gekennzeichnet, unterscheidet sich aber deutlich von den früheren Pandemiejahren. Thailand verzeichnete in den letzten Wochen einen deutlichen Anstieg der Covid-19-Fälle. Es gab Tage mit über 20.000 neuen Fällen und in 2 Tagen wurden über 28.000 neue Fälle gemeldet. Insgesamt wurden in der letzten Woche, Stand Anfang Juni 2025, 65.000 neue Fälle und 3 Todesfälle registriert. Die neue XEC-Variante wird als Haupttreiber des Anstiegs angesehen, da sie sich Berichten zufolge 7-mal schneller ausbreitet als die Grippe. Bangkok ist der Hotspot mit etwa 6.000 Fällen pro Woche, aber auch in anderen Provinzen wie Nonthaburi, Chonburi, Saraburi, Ratchaburi und Phuket steigen die Zahlen rasant. Trotz des Anstiegs der Fallzahlen ist die Sterblichkeitsrate extrem niedrig. Bei über 100.000 XEC-Fällen bis Ende Mai gab es nur 27 Todesfälle. Dies wird auf die hohe Impfquote und frühere Infektionen zurückgeführt, die zu milderen Verläufen führen. Im Gegensatz zu den frühen Pandemiejahren sind die Krankenhäuser nicht überlastet und das öffentliche Leben läuft weitgehend normal weiter. Die Regierung Thailands betont, dass man die Lage im Griff habe. Was bedeutet das für Touristen?
Thailand hat die meisten Covid-19-bedingten Reisebeschränkungen aufgehoben. Impfnachweis oder Test nicht erforderlich. Eine Reiseversicherung wird dringend empfohlen, ist aber nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Es gibt keine Quarantänepflicht bei der Einreise. Es wird jedoch weiterhin dringend empfohlen, allgemeine Schutzmaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und das Tragen von Masken in belebten Bereichen zu tragen. Obwohl die Situation nicht mit der Pandemie vergleichbar ist, können sich die Regeln in Thailand schnell ändern. Daher ist es ratsam, die aktuellen Nachrichten und Reisehinweise zu verfolgen. Thailand wird immer fortschrittlicher und schafft das umstrittene Züchtigungsgesetz für Kinder ab. Die Situation bezüglich des Züchtigungsrechts an Schulen in Thailand hat sich grundlegend geändert. Thailand hat mit Wirkung zum 24. März 2025 die körperliche und psychische Züchtigung von Kindern in allen Settings, einschließlich Schulen, verboten. Dies ist ein bedeutender Meilenstein und macht Thailand zum 68. Land weltweit, das jegliche Form von gewaltsamer Disziplin oder körperlicher Bestrafung untersagt hat. Das Verbot gilt nicht nur für Schulen, sondern auch für zu Hause, in Wohneinrichtungen, Jugendpflege- und Ausbildungszentren sowie Kindertagesstätten. Die Änderung verbietet alle Arten von Gewalt, Disziplin und körperlicher sowie psychologischer Bestrafung von Kindern. Die neue Gesetzgebung betont die Rolle der Eltern und Erziehenden als moralische Führer und Pädagogen, die auf vernünftige und angemessene Weise ermahnen und erziehen sollen, anstatt auf körperliche Gewalt zurückzugreifen. Es wird als Signal verstanden, dass Gewalt keine legitime Form der Disziplin ist und die Würde und Rechte von Kindern überall gewahrt werden müssen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Implementierung und Durchsetzung eines solchen Verbotes Zeit braucht und eine kontinuierliche Aufklärung und Unterstützung für Eltern und Lehrkräfte notwendig ist, um positive Disziplinierungspraktiken zu fördern. Aus eigenen Erfahrungen können wir berichten, dass das Verbot an der Schule, wo unsere Tochter hingeht, bisher so noch nicht umgesetzt wird. Nach einem entsprechenden Vorfall zum Nachteil unserer Tochter, die mit Striemen an der Handinnenfläche von der Schule nach Hause kam, wurde seitens der Direktorin und des entsprechenden Lehrers ein Gespräch mit uns abgelehnt. Ja. Hoffnung für alle Formel-1-Fans. Mögliche Austragung ab 2028 in einem Stadtrennen in Bangkok. Mögliche Formel-1-Austragung ab 2028 in Thailand. Die thailändische Regierung treibt die Pläne für die Austragung eines Formel-1 Grand Prix aktiv voran. Der geplante Austragungsort ist möglicherweise der Stadtkurs in der Hauptstadt Bangkok im Chatuchak-Viertel. Die Regierung strebt an, das Rennen ab 2028 in den Formel-1-Kalender aufzunehmen. So, jetzt seid ihr wieder mit den interessantesten und neuesten Informationen aus Thailand versorgt. Wie immer bitte ich euch, das Video zu liken und gerne dürft ihr diesen Kanal auch abonnieren. Dann verpasst ihr keins unserer schönen Erlebnisse mehr und keine wichtigen News. Und was mich am meisten interessiert, eure Meinung zum Thema Züchtigungsrecht von Kindern. Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen zu den genannten Punkten in diesem Video, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Am meisten interessiert uns übrigens, was ihr zu dem Thema Züchtigungsrecht von Kindern denkt. Und wusstet ihr, dass es das bis vor kurzem hier in Thailand noch gab? Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, für euer Interesse und was auch immer ihr macht, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüsskowski.
Ja, ist schon aufgenommen.